Rechnerstrukturen. Leider ist der Georg von der Brücken krank. Ich muss diese Vorlesung noch einmal hier erhalten und dabei haben wir auch die ganze Rechnerstrukturen-Team hier. Am Ende Christian ist dort und Daniel ist auch hier. So, wir machen vielleicht Folien-Karaoke. Nein. Und am Ende mussten wir noch einmal diese Decke Umfragen probieren. Ja. Gut, ich muss ehrlich sagen, dass die Vorlesung heute ist klausurrelevant. Okay. Relevant, nicht so. Meisten Studis haben immer das Konzept, dass die letzte Vorlesung hier ist nicht übungsrelevant, deswegen ist auch nicht klausurrelevant. Ja? Das ist falsch. Okay? In vergangenen Jahren haben wir auch manchmal Fragen oder Aufgaben über diese Vorlesung. Und das, was ganz wichtig für diese Vorlesung ist, die Modelle für Eingaben und Ausgaben zu verhandeln. Okay, das ist ganz wichtig. Ohne diese Möglichkeiten von Eingaben und Ausgaben zu verhandeln, können wir fast nichts machen. Ja? Man kann die Rechner können nur berechnen, aber bekommen auch keine Eingaben und produzieren auch keine Ausgaben. Ja? Das ist deswegen diese Eingaben und Ausgaben ganz wichtig ist. So, das ist, wenn wir noch einmal über die Wissenschaft Informatik Satz gucken, das ist Übertragung. Okay, so, das bedeutet, wenn wir noch einmal über von Modell gucken, wir haben schon Prozesse schon gesprochen. Fast funktioniert nicht. Prozesse schon gesprochen. So, wir haben auch über Hauptspeicher schon gesprochen. Deswegen, also heute sprechen wir die ganzen Teile hier, Input und Output. Okay, und Netzwerk. So, wir mussten verstehen, dass das Internetverbindungsnetzwerk wir mussten uns über das interne Verbindungsnetzwerk gucken. So, es gibt ein paar Fragen stellen, die wird an dieser Stelle vorstellen. So, zuerst, wie sieht das Verbindungsnetzwerk aus? Wie adressiert man die Input-Output-Geräte und deren Steuerungen? Und was sind die Busse mit oder ohne Bestätigung? Und am Ende werden wir über wie man stimmt die Geschwindigkeit der Input-Output-Geräte mit der Prozessors ab. So, deswegen haben wir zusammen 4 Themen. So, zuerst verstehen wir, wie das Netzwerk ganz aussieht. Und dann gucken wir, wie wir die Adresse dieser Geräte welche Adresse wir über diese Input-Output-Geräte zu adressieren und zu steuern. Und gucken wir, welche Möglichkeiten wir haben über diese Bestätigung. Und am Ende gucken wir, wie wir die Geschwindigkeit mit Input-Output-Geräten zu verbessern. Okay, so es gibt viele Beschränkungen, aber in dieser Vorlesung werden wir nicht so erst dazu sprechen, dass muss man immer über die Geschwindigkeit, die Kosten und die Kompatibilität gucken. Es gibt viele
Bustopologie und wir fangen mit der einfachsten an. So, wir können ein ganz einfach Bus hier gucken. Wir haben einen Prozessor und einen Speicher und dann haben wir einen Geräte-Controller. Dann dieser Gerät-Controller, Input-Output-Controller, können wir auch mit Input-Output-Gerät einzubinden. Das ist ganz einfach und das ist auch motiviert durch Pin-Beschränkungen. So, wir brauchen nur einen Controller und dieser Controller kann mit 4 Geräten zu verbinden. Und natürlich mit solcher Architektur müssen wir nur jederzeit mit einem Input-Output-Gerät zu kommunizieren. Das ist nicht ganz gut, wenn wir viele Geräte mit diesem Prozessor einzubinden. Das ist unpraktisch für diese Geschwindigkeit. Was können wir verbessern? Ist, dass wir jetzt mit einem Adapter hier einsetzen und dann wir können eine spezielle Speicheradresse Adresseraum mit unseren Input-Output-Geräten einzusetzen. So, zum Beispiel, wenn die Adresse ist größer als nur x4 nur, dann ist diese Adresse für Hauptspeicher. Aber wenn die Adresse ist kleiner als nur x4 nur, dann ist diese Adresse für Input-Output-Geräte. Dann können wir jetzt speichert Bus auch benutzen und mit Größe wird bereiter zu benutzen und das geht auch mit Parallelität und Hochgeschwindigkeit. So, das ist ein Beispiel. Wenn wir an diese Adresse lesen möchten, dann geht wir zu Speicher. Wenn wir an diese Adresse zu lesen, dann das ist kleiner als nur x4 nur. Dann es ist ein Gerät, Input und Output. Dann bekommen wir die Daten von Input-Geräten. Das ist natürlich schneller, aber das ist auch nicht die State of the Art zu heutzutage Systeme. Was brauchen wir jetzt? Wir benutzen jetzt benutzen wir die sogenannten PCI-basierte Systeme oder PCI-Express-basierte Systeme. So, scheint ein bisschen kompliziert. So, was sehen wir hier? Es ist ein Prozessor mit Level 1 Cache und dann es gibt auch Level 2 Cache. Dieser Level 2 Cache kann mit Prozessor eingebettet oder auf Chip da lassen, aber nicht am Prozessor eingebettet. Und dann danach haben wir diese speichert hier sehen, aber dann wird jetzt über Input-Output-Geräte gucken. Das scheint ein bisschen kompliziert aus. Ja? So, dann gibt die Busse mit 2 Geschwindigkeiten. So, wenn wir zum Beispiel GPU, Grafikkarten benutzen möchten, dann brauchen wir schnellere Geschwindigkeit. Wenn wir über die Input-Output-Kommunikation, zum Beispiel Maus oder Tastatur, zu kommunizieren möchten, dann brauchen wir nur langsam Geschwindigkeit. Deswegen haben wir diese Bridge zwischen Bus dort einzusetzen.
So, dann ist hier Hierarchie und es gibt PCI zum anderen verschiedene Systeme dort zu bauen. Okay, so, dann, als ich ein Doktorand war, was kenne ich nicht mehr, das ist zwischen 2000 und 2006, dann die Firma hat diese Nordbridge und Südbridge entwickelt. So, die Nordbridge ist auch mit schneller Geschwindigkeit dort zu benutzen. So, das ist zum Beispiel mit Memory Bus, Graphic Bus und die Geräte, die wir schnelle Geschwindigkeit brauchen mussten. Und dann in Südbridge, dann das ist mit ISA und USB Tastatur und Maus einzubinden. Warum ist es Nord und Süd? Ganz einfach, sieht schon aus. So, das ist nur eine Illustration. Das ist oben und unten. Ja. So, Prozessor ist ganz oben und dann Nordbridge und dann Südbridge. Okay, wo sind diese Komponenten auf dem Motherboard? Und das sehen wir hier. Das ist PCI. Hier die zwei sind PCI Express. Das andere hier sehen wir auch Input-Output Geräte aus. Wie wir schon früher geguckt haben, der Prozessor ist hier, so das Hauptspeicher ist hier. Oh, sorry, Hauptspeicher ist hier. Entschuldigung. Gut. Und dann zurzeit benutzen wir mit PCI Express. So, PCI Express ist jetzt mit Switch-Architektur. Es bedeutet, es gibt mehr Priorität und auch verschiedene Brücke, die man an verschiedene Geräte einzubinden können. Das ist für Desktop-Prozessoren und man kann auch nochmal auf Intels aktuellen Prozessor gucken. Das sieht ähnlich aus. Es gibt Prozessor und Hub-Controller. So, jetzt ist in ein Prozessor, ein Motherboard, gleich wie ein Distributed System, man in vergangenen Jahren gut verstehen. Mit den großen Rechnern, es gibt auch verschiedene Architekturen, aber das ist nur mehr kompliziert, auch mehr Kopieren von verschiedenen Geräten, von Input-Output-Adapter und Hubs und Switches dazu regeln. Das war's für die Verbindungsmöglichkeiten. Natürlich die Frage, ganz häufig hier zu bekommen, ist das klausurrelevant? Muss man die alle Standards und Namen sich erinnern oder verstehen? Nein. Okay, so für mich meistens hier ist Geschichte, auch die Geräte, die wir zurzeit noch benutzen. Ja, zum Beispiel, als ich Kinderzeit habe ich viele Geräte von ISA, so ISAT, benutzt, aber jetzt fast gar nichts ist dabei. Ja. So PCI Express, früher, wenn ich PCI Motherboard kaufen musste, brauche ich 6 Slots von PCI. Warum? Ich muss zuerst so I speak this of English, okay? So when I first had my own personal computer, and I bought the computer, it was with 4 ESA slots and 2 PCI.
I think similar number. And then basically put all of them fully loaded. And then started with more PCI, and I still made them all fully loaded. The reason is that those stuffs you see now here were not there before. If I wanted to connect to the internet, I needed to have one slot for the Ethernet. If I wanted to have the audio output, I need to have one slot for the audio output. If I wanted to have a display card, otherwise I cannot even put my screen out. I needed to have an output display card there, right? So you had all the stuff that you need for your input-output at that time, optionally done by your selection. Nowadays, all the stuff I just mentioned are already integrated into the motherboard, so you don't need those stuffs anymore. But you still have the PCI Express and PCI slots available if you are interested in configuring that on your own. So the names are completely irrelevant for the classroom, okay? But of course, the concept, how you bind different components together, is relevant. Yeah? So if we are creative enough, we may give you an assignment to ask you to compare the different architectures over here. As I said, yeah, okay, good. So if you don't know the names, it's not a problem. And don't try to memorize the names. Don't try to see what is SATA, what is USB, what is, I think you should know SATA. Oh, what is SATA for? Maybe you can answer that. I mean, yes, where is your microphone, by the way? Oh, it's, hold on. So SATA here. So, if you've ever like built a PC yourself, for example, it's relevant to if you plug in an HDD, like a drive. HDD. What is HDD? Don't give acronyms. All right, like hard disk drive. So in German it's a Festplatte. Or you can also like an SSD, which is like a solid state drive. I'm not sure what the German name is. Yes. I don't know. Like the new version of a Festplatte. Yeah. New. Yeah. If you plug this in, you normally use a SATA cable. You did in the past. Yeah. Okay. So as I said, many of those stuff you see in the slides are history, and you don't need to memorize those. They existed before. Some of them are still used now, but you see that the evolvement of such input and output devices being put to the system. And if you really look at this architecture nowadays, you see from Intel processors and AMD processors, you see that they put a lot of innovations to actually integrate things into this stuff. And now, in the past, you put those stuffs for motherboards. Nowadays, some of them are integrated already in a processor, and of course, connected to the motherboards for the services. By the way, if you don't understand what I'm talking, okay, so I sometimes forgot that we did not talk about this before. So when we look at the basic components of a computer system, we see the let's say when you want to build a computer on your own, this is probably not the right word to access. When you want to buy the components from the market and then assemble the computer on your own, then you need several components. The first one you need is a case. The second one you need is a power. The third one you need is a motherboard. The fourth one you need is the CPU, and nowadays shipped together with a fan. The next one you need is a RAM.
And then you probably need a monitor. And a keyboard and mouse. That should be sufficient, right? You don't need hard disk if you only want to run it on the RAM disk. Okay, so hard disk as well, or solid state disks. So those are the stuff you need. Yeah. So the case and the power basically provides the casing and the power supply for this. Yeah, you need a power. Okay. Yeah. Okay. The power gives you a power supply. The motherboard hosts the CPU, the RAM, and all the I/O devices together in the motherboard. Yeah? The motherboard is like a mothership. It has basically everything except the brain and the memory and the power supply. So the motherboard is essential. So basically everything we just discussed except the case is essential for the computer to run. Okay. Sorry, I forgot to mention this earlier. Okay, I assume that you have already known that, but maybe this is not a good assumption. Okay, good. So das war's für die Typen von Verbindungsnetzwerke. Und dann können wollen wir weiter. Wie kann man die Input-Output-Geräte adressieren und darin Steuerung? Es gibt zwei Basic-Techniken. Es ist nicht ganz überraschend, wir können entweder die speicherbezogene adressieren machen oder wir haben eine besondere Instruction-Set-Architektur über die Input- und Output-Adresse zu steuern. So, was bedeutet es? Der erste ist sogenannten Memory Map I/O auf Englisch, MMIO. Das ist auch ganz wichtig, Memory Map. So, später in Betriebssystemen bekommen Sie auch solche Technik. Ich habe keine Ahnung, das geht, oder? Memory Map I/O ist ganz wichtig. Ja. So, was bedeutet es? Wir haben in unserer Adresse RAM die besondere Adresse für unsere Memory, für die Input- und Output-Geräte. So, zum Beispiel hier in diesem Bereich, wenn wir in diesem Bereich die Adresse laden, so wir laden etwas von dieser Adresse im Prozessor. Das ist gleich wie Eingabe. Okay? So, wenn wir an diese besondere Adresse laden, so Loadword zum Beispiel, dann bekommen wir die Eingabe von dieser Input-Output-Gerät. Wenn wir Storeword machen, dann das ist gleich wie Output an dieser Gerät. So, das bedeutet, wir können einfach unsere Instruction Set Architecture von RISC-V benutzen, um die Inputs-Outputs-Gerät zu kommunizieren. Wir brauchen keine besondere Instruction Set Architektur, um dieses Gerät zu steuern. Ja? Was müssen wir aufpassen, ist, dass dieses Gerät oder diese Adresse RAM müssen wir vom Cache ausnehmen. Ansonsten bekommen wir immer die gleichen Eingaben, weil die Adresse ist schon gecached. Okay, das ist nur eine Besonderheit, wenn wir über Memory Maps I/O gucken. Okay? Dann, wenn wir mehrere Geräte in diese Adresse RAM lassen, dann die Input-Output-Adapter würde über die Speicherbus hier trennen.
Okay, so wenn wir jetzt über diese besondere Memory Map Input Adressierung gucken, es gibt viele Vorteile. So, dann wir können große Input-Output-Adressen zu einfach benutzen und das ist ganz einfach. So, wir brauchen nur das Adressraum für diese die Geräte zusammenbauen. Wir brauchen keinen besonderen Prozessor, um dieses Gerät zu steuern. Es gibt einfach die Befehle, um die Speicher zu steuern und dann können wir einfach Load Word und Store Word benutzen. Es gibt auch keine separaten Input- und Output-Befehle. Wir können direkt die Befehle für speichert Steuerung zu benutzen. Natürlich, es gibt auch Nachteile. Wenn wir über Inputs-Outputs-Timing gucken, dann das ist nur über Push-Adapter möglich. Es ist, kann man nicht im Befehlstelle gucken. Und natürlich, alles hier ist nur mit Load und Start zu realisieren. Wenn Sie etwas anderes brauchen möchten, dann ist es auch schwierig. So, weil wir benutzen das Gerät gleich wie Speicher. So, speichert kann man laden und speichern. Und wenn wir an diesem Input-Output-Gerät besonders Aufgaben zu benutzen möchten, dann brauchen wir neue Befehle, Instruction Set Architektur. So, deswegen, es gibt auch diese Möglichkeit, dass wir mit separater Input-Output-Adresse und mit spezifischen Input-Output-Befehlen dort zu benutzen. Das kann man gucken jetzt mit Intel x86 Pentium-Familie. Es gibt besondere Inputs-Outputs-Befehle. So, was ist ganz einfach. Es gibt zwei Speicheradresse-Räume. So, es gibt zwei Adresse-Räume, ein für Speicher und ein für Inputs und Outputs. Wenn man die Inputs-Outputs-Adresse-Raum, das Adresse-Raum benutzen möchte, dann muss man mit diesen besonderen Inputs-Outputs-Befehlen machen. Das kann mit int aus Eingaben und out aus Ausgaben sein. Ja? Das ist auch ähnlich wie Load- und Start-Architektur, aber mit besonderen Befehlen. Man kann auch mit mehreren komplizierten Befehlen hier mit Inputs, Outputs gerätet dort zulassen. Dann, wenn wir über diese separate Inputs-Output-Adressen zu analysieren, dann das ist die Vorteile und Nachteile ist ganz anders. Ja? Das ist gleich. Ja. Also dieses Input-Output-Adressraum ist im Prozessor eingebettet oder? Dieser, man kann auch im BIOS konfigurieren. Und so, normalerweise gibt es Freiraum. Es gibt ein Mapping zwischen Betriebssystemen und Hardware-Driver. So, das ist normalerweise mit BIOS konfigurierbar. Und, ja. Gibt es Kommentar hier? Nein? Was the question where the memory is, or what? How do you configure this? Is this fixed? What was the question exactly? So like where so is separate address? A separate address. Yeah. These two. Yeah. This is in hardware. This is in the CPU. This one is in software. This is basically the BIOS and the betrieb system. This one is in CPU. Yeah. Okay. Good.
keine mehr Frage? Dann gehen wir weiter. Sollten wir Busse mit oder ohne Bestätigung zu gucken? Es ist ganz kompliziert. In unserem Anhang gibt es viele darüber. Das. Okay, das ist okay. Alles hier. Aber ich denke, das ist zu kompliziert. Und wir machen einfach die zwei Möglichkeiten. Ob wir synchrone oder asynchrone Bus benutzen sollten oder müssen. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Eine ist mit synchrone, andere ist mit asynchrone. So synchrone, okay, I explain this in English. So there are two possibilities if you look at this one. You can also have some hybrid formats, but it's all possible. If you have a bus that is used to connect multiple devices, or let's say two, then you can decide whether you want to have a synchronous bus or an asynchronous bus. A synchronous bus implies that the devices would work on the same tick, the same clock. So if I send something to the bus, I would expect you to take out that message in the next clock cycle or in a fixed amount of clock cycle. So it's one direction I send to you, and I don't care whether you receive it or not, but I assume that you will receive that if we work synchronously. So this is so-called unidirectional timing. The communication partner guarantees that they will work on the same clock cycle, and they would have the fixed amount of time to read and receive the data that is communicated. This is very, very optimistic. And this only works if you really design for that. Okay, so on the other hand, the asynchronous timing works by assuming that we don't have the same timing, we don't have the same clock cycle. So I send a message to the bus, and as long as you receive the message, you would tell me that the message has been received. So you don't actually need the partners of communication to work at the same cycle, the same frequency. They can do whatever they want. If they don't receive the message, you send it again. After they receive the message, they will give you a confirmation that the message has been well received. This is called bidirectional timing. So you send it out, and the receiver sends the acknowledgement back to the sender. So let's think, why do we need these two? If I need to send something to the system with very high speed, I would need to basically assume a certain clock cycle of the components. Otherwise, I'm going to do too much communication for this acknowledgement. So if you search for high-speed solutions, you would have to do the synchronous communication. If you want to somehow allow partners to have arbitrary working frequency, arbitrary way of taking the messages out, even of the possibility to send the messages, you do this asynchronous communication. From the architectures we have seen, the memory bus requires very high speed. Everything that you need in a NOR bridge that requires high speed would like to have such communication bus to be synchronous if they can agree on the clock cycle. So they do not have to work on the same clock cycle, but they should have the fixed amount of time
by assuming the partners to take the messages out. Okay, should not work on arbitrary cycles. For the slow input-output devices, the mouse, the keyboard, the eSAT devices, you don't care. If I receive the message sending you acknowledgement within the scale of milliseconds or microseconds, it will be fine. For those devices, you would opt for bidirectional timing. Okay, so they will need to send acknowledgement, and this will be the difference of that. So we can have this comparison. If you look at the unidirectional, this is a synchronous bus. It's because you don't need to design such complicated mechanisms. It's easy to design. It has a constant response time and usually fast. For bidirectional, it's usually more complex. It's also necessary. If you work on that, you cannot just say, I would do the resending. It's an intra-communication, so you would like to monitor the time and then make sure that they all agree on that and with this acknowledgement being sent correctly. So it may be slow. So if you have bidirectional bus, it would be useful for devices with different speeds. For unidirectional bus, you would somehow need the devices to agree on the time they work with. So if you look at the applications, synchronous buses are used for memory bus. Asynchronous devices are typically used for input-output devices and peripherals buses that connects your I/O devices that do not need strict, very fast speed. Okay, so if you're interested in looking at more details of this, the appendix has a lot of them. I'm going to skip all of them over here. Okay, the last part of today, which has been used in many times in the exam in the last years, is regarding how the speed or the operations of the input-output devices. How do we actually manage that from software perspective or from CPU's perspective? So I mentioned earlier that interrupts that we discussed earlier are not part of the exam, are also irrelevant, but this part is relevant. That's what I meant. So the interrupt that we use in the ISA lecture will not be relevant to the exam. The interrupts here will be relevant. Okay. So what does that mean? When we want to get the data from the input-output devices, how do we actually get it? So now we have the architecture, we have the address, we have also the communication mechanism. But the data hasn't reached our processor yet. So we have to somehow get the data from the input-output devices to the processor. Okay? This is what we are going to talk here. How would you do that? Let's first think about the very simple case. You basically just read or load. Like you directly take it. So this is very easy, and this is sometimes possible. You have devices you don't care about their timing, you just load and store it. So this is the case we don't actually have to talk too much. So let's look at the data that you want to receive from your keyboard or your mouse. How would you do it? One possibility is to somehow just follow this architecture. So we first write an infinite loop. And in this infinite loop, we first
read the status word of the device until the ready bit of the status word is set to 1. So that means that the device reports 0 if it's not ready, there's nothing ready to be read. So if the device is ready, then a status bit is set to 1. So that is from the device perspective. From the CPU's perspective, what it does is that, let me ask whether there's any data from the device or not. If yes, then I read it. If there's nothing, I ask again, ask again, ask again, ask again, ask again, right? So I keep asking this one. I repeat this procedure until this status word is set to 1. And when the status word is set to 1, I read the data, and then I move to the next one. So I again go back to read the status word. If the status word is 0, I keep asking that until the status word becomes 1. Okay. So what is the problem of this mechanism? I think the main issue would be latency. The Latency, The latency. yes. Why is the latency an issue? I just know something that, do you remember PS2 ports on computers? I think they used interrupts to handle the input. Yeah, but before we go there, what's Yeah. the problem with this? We will talk about interrupts very soon. Yeah, so it just has latency because you have to keep asking. The latency is better with this method. No, it's worse. With this method, the latency is better. Okay. Yes. It's worse for your CPU, but the latency is better. Because you keep asking, right? I just ask you, do you have any data from PS2? PS2 is a port. So, wait, is PS2 a port? Is PS2 a port or protocol? See, this is too old for any of us to know. Hey, wait a second, you have to be careful. The keyboard is keyboard. PS2 is a specification. I just don't know whether PS2 is a protocol or specification. A protocol, right? It's a port or protocol? Both. Okay, anyway. Okay, sorry. Yes, please. So you read a PS2 port. Let's say you read a pin for PS2. You ask the pin and ask you whether this is ready or not. If it's ready, you will immediately do that. So it's actually faster. Yeah, but you have to wait until you pick it up. But if it's an interrupt... I never wait. I just keep doing that. See, the whole program says that repeat. I always read that status word. If the status word is not ready, I read again. If the status word is not ready, I read again. Again, again, and again. Right? So let's say if the CPU frequency is 1 megahertz, and the frequency of this device is 1000 hertz. I'm going to ask this again and again. So it's very fast. Yeah. So, but every time when I try to query the status word, most of time, out of 1,000 times, 999 of them would be not ready, not ready, not ready, not ready, and I would read it again. Finally, it's ready. When it's ready, I will immediately process that. So it's very fast. So latency is not a problem. Yeah. So I just know that gamers use the PS2 port still because it's old, since it uses interrupts to actually handle the input, which causes less latency. But this is the result. We are doing this in a lecture here. Yes. So the question is that this is very good for the latency, but it's bad for something else. It's terrible. No one uses this.
although it's very good. Maybe the CPU will be overwhelmed by keeping requesting, like it's an, So the CPU is 100% busy for this purpose. yes. It doesn't do anything else except doing this loop forever. Yeah, that's the reason behind the latency, because the CPU is busy. It Yeah, you sort of cannot has- use this one because it's terribly bad for the others. It's excellent for an input and output device, but it's terribly bad for the others. Okay, so maybe we can continue the discussion. So how do we fix this one? Don't say interrupts. Nothing So the comes to mind. problem is that the CPU is too busy, right? Yeah. How can we fix this? Reduce the frequency which the request is sent. Instead of reading that again and again, let's sleep for some time, Yeah. right? Or sleep forever. These two options, right? What else can we do? So, because this is too busy, let's make it less busy. There are two ways to make it less busy. Option one, let's say instead of reading that status word every hertz, let's read that status word every 1,000 hertz. So that then it synchronizes with also the device we have, right? So if I want to make it better with better response time or latency, I could do that with 500 hertz, right? In the example I just gave. So you don't actually need to do this every cycle. We do it with our own tempo. Or we never ask the device, and we just sleep forever. Then we will not get any data. But we can ask the device to notify the CPU that there is some data. So these two options are there. Okay? Which one is interrupt? The one which we actually tell the CPU that the data is ready. So the later one, that the processor doesn't have to actively poll the device, is called interrupt. The device interrupts the processor, and therefore the processor knows that there's something in the device to fetch the data. The first one, that the processor actively asks whether there's data, is called polling. The processor polls whether there's data or not. Okay? So basically now the input-output device is responsible for notifying the processor that new data is being... Which one are you talking? Interrupts or polling? I think interrupts. Interrupts, okay. So- Yes. Can you repeat your statement again? So basically the input or output, input device notifies the processor when when it is ready to give data. So the input-output device sets the ready bit to 1 and then notified the processor that the data is there. Wake up, process that, and that's it. Okay? From that side, it's called interrupt. If the processor pause the device, then it's called polling. Any question about this too? Yes? Please. Should not use this pair of shoes. So we said an interrupt is when the CPU pauses, and polling No. is... Well, The interrupts are the notification from the devices, so the CPU is interrupted. okay. That's Okay? the result, okay. So you have to consider, so CPU is the, let's stand from the CPU's perspective. So if I actively poll the device, Yes. whether the data is there, that's called polling. This requires you to poll the device with a certain
period, frequency, or any tempo you want. You first ask the device whether there is something there. If not, you do something else. Don't try to ask the device again for some time. Now, if I do whatever I want, I never try to ask the device. And then at some point the device says, hey, I have data. Please process that. So Then the processor is interrupted and has to process the interrupt. That's called interrupt. So if I press a button on a keyboard and send it to the CPU, then the CPU is interrupted. Yes. Yes? Okay. You can also do that with polling. You press a button in your keyboard. The CPU pauses the keyboard at a frequency of 100 Hertz. So it pauses the keyboard driver every 10 milliseconds. And if that is set to 1, then the data is transformed to the CPU. Okay. So both works for the keyboards. Okay. Yeah. Okay. Good. So let's see. So what you basically do is that for polling, you do this with some sort of sleep over here. For interrupts, you do that with an event when you catch the specific event being notified. So basically, we have discussed all of them. And then polling, we have discussed this as well. Interrupts, we also discussed this as well. So let's look at the interrupts as well. So if you look at this interrupt in a closer manner, basically what it does is that you have different status in your system. You can have a process that is running, and then the dispatcher is called, and then it goes to the operating system, and it goes to a system call, and then when you go to the input and output interrupts, and you could also start to transform the data, and so on and so forth. You can have this procedure over time. I don't think we need to go into the details of this because this is very fine-grained details when you only need some further information from operating systems to get understanding of this. Okay. So what have we done? To get the data from the input-output devices, if that data is very simple, you basically just do the special instructions in and out. If you somehow have to maintain that in your own tempo, you have three methods. The first one is called busy waiting, which is terribly bad. It should not be used at all, although it makes sense at the beginning. For that device, it's the best you can do, but for the others, it's terrible because the CPU is completely occupied for that process. You do either polling or interrupt, right? So, if we do interrupt, we still miss one thing. What happens if we need to transfer a lot of data? What should that be done? Should we keep the processor busy, moving the data from the input-output device to the memory, or should we do something else? So let's think about it. You want to move an image from your hard disk to your main memory. And if your processor has to handle the data transfer from your hard disk to the main memory, then the processor cannot do anything. Okay? So if we have a mechanism that allows us to move the data with another accelerator, then we can directly access the memory without having the processor being involved. And with interrupts, to move a large amount of data, you need this as well. Otherwise, your processor is busily interrupted by your I/O devices to
move data. Okay, so let's repeat again. Now we have a large amount of data to be moved from the I/O device to the main memory. And if the processor has to be always interrupted for this movement of the data, then the processor would be also very busy doing this data movement. The processor can do something else if you have an accelerator who does this data movement. So how does that work now? I have to actually ask the device to transfer, for example, 1 gigabyte of data from the disk to the main memory. The device has to notify the processor that this process can be initialized, and this is done with an interrupt. And if this interrupt is done, the device can start to transfer the data from the disk to the memory. And after the transfer of the data is done, then the device notifies the processor again, and the data transfer has been completed. So the number I just made up is not practical. So you will never do this in the scale of 1 gigabyte. You will do that in a scale of megabytes. So you basically move chunks of data, and when a certain amount of data is already completed, the processor is notified for its completeness. This is called directory memory access. Where am I? I'm a bit confused now. Yeah, here. It's called direct memory access. The direct memory access allows you to have another process that does the memory transfer instead of involving the processor for this purpose. Without direct memory access, there would be no videos because your processor will be busy of moving data, or it would be, won't have videos at my time. So the data, yes, the DMAs are basically the default configurations of most processors. Okay, so therefore, the DMA allows you to do that in a block mode for better data transfer. It actually improves the data rate, and you would need to handle that well. So let's look at the summary of this. We talk about 5 techniques. Actually, they are classified into some piles. The first one is for the simple devices. You can do the immediate access. That's basically to have a direct input and output control. We can do otherwise busy waiting, polling, or interrupts. These 3 are usually up to your design choice. Busy waiting is going to make your processor busy. It should not be done like that. It's like that you are writing a program. The program is like this, while true, and do nothing. Your processor is 100% loaded, but it has not achieved anything except spinning. So this is almost like a busy waiting. If you have a short period of time doing busy waiting for some good reason, you can still do that. So you can say that you urgently need that information, you do the busy waiting within a short period of time, but you will need to know exactly what you are doing. Polling and interrupts are more frequently used. For most devices, you would use interrupts because you can allow asynchronous
information being communicated between the processor and the I/O devices. With the interrupts, and you would like to transfer a large amount of data, you will need the direct memory access to actually make the processor available for computation instead of data movement. Because when you do the data movement from the memory to the memory, from the disk to the memory, the processor basically does nothing except monitoring the process. It doesn't have to be part of the data movement. So the processor can still be released to do something else. So with this, we conclude the lecture. And as I said, up to today, we have basically everything relevant for the exam except the interrupts in the ISA lecture, but not the interrupts today. And I would like to hand over to Hova, who has to give us some stuff around. Yes. Dann nutze ich die Zwischenzeit einmal kurz, während er hier aufbaut, um ein paar Worte zum Thema Klausuranmeldung loszuwerden. Und zwar haben wir, wenn alles gut gegangen ist, heute Vormittag die Studienleistungen für die Studierenden der Informatik, angewandten Informatik, Mathematik und Lehramt im BOS-System eingetragen. Wenn ihr also diesem Studiengang angehört und eure Studienleistung bestanden habt, sollte die jetzt im BOS-System eingetragen sein und ihr solltet euch zur Klausur anmelden können. Falls ihr diese Woche noch in den Übungen vorstellt, also eure Studienleistung erst irgendwann innerhalb dieser Woche erwerbt, dann sollte euer Tutor, eure Tutorin sich eigentlich bei mir melden, damit die Studienleistung nachgetragen wird. Falls das bis zum Ende der Woche nicht klappt, dann schreibt euren Tutor erst nochmal an und dann im Zweifel mich, dann kriegen wir das noch eingetragen. Falls ihr zu einem Studiengang gehört, den ich gerade nicht aufgezählt habe, also zum Beispiel ein Schülerstudierender seid oder was auch immer tut, dann schreibt mir bitte eine E-Mail, um euch zur Prüfung anzumelden. Wenn ihr im Bachelor Data Science studiert, solltet ihr euch ohne Studienleistung im BOS-System zur Klausur anmelden können. Das sollte, ich glaube, der Eintrag ist noch nicht angelegt heute Abend, aber ab morgen irgendwann auch funktionieren. Ich glaube, das sollte es sein. Also, falls die Anmeldung bei euch nicht klappt, klärt bitte erst einmal mit eurem Tutor, eurer Tutorin, ob das alles richtig geklappt hat, ob ihr die Studienleistung überhaupt habt und ob das richtig übertragen wurde. Manchmal ist bei euren handschriftlichen Abgaben vielleicht eine Ziffer in der Matrikelnummer verrutscht oder so, dann hat das nicht geklappt. Und wenn das gar nicht geht, schreibt mir eine Mail. Bitte bedenkt die Anmeldefrist zur Prüfung 14 Tage vorher, die Abmeldefrist einen Tag vorher. Und wenn ihr euch angemeldet habt, wird es zur gegebenen Zeit eine Information an alle angemeldeten Personen geben, wo die Klausur stattfindet, wann ihr an welchem Ort zu sein habt und wie der Ablauf sein wird. War soweit? Sie kennen vielleicht, dass wir in unserer Fakultät eine neue Prüfungsordnung gibt. Diese neue Prüfungsordnung ist noch nicht gültig. So, wir benutzen derzeit noch die aktuelle Prüfungsordnung. Es gibt keine neue Prüfungsordnung dieses Semester. So lesen Sie einfach die alte Prüfungsordnung. Ja. So, deswegen, das ist, die Anmeldungszeit ist bis 14 Tage vor Klausur und Sie können einen Tag vor Klausur abmelden. Ja. Aber nächstes Semester ist vielleicht anders. Okay. Und für Rechnerstrukturvorlesung haben wir nur eine Klausur. Okay, gut. Ja. Okay, gut. Fragen? Ja. Also diese Informationen wo genau die Prüfung stattfindet und so weiter, wir erhalten das per E-Mail. Ja, vermutlich schreiben wir das alles ins Moodle rein und dann gibt es irgendwie nochmal eine Rundnachricht an alle, um da reinzugucken. Wir werden nur das Generalkonzept dort schreiben. So, wenn wir mehrere dort schreiben, dann es
kann es sein, dass wir eine falsche Information eingeben. So, zum Beispiel, wenn wir eine falsche Tage in unserem Mail einsetzen, dann es kann Katastrophe sein. Ja? So, wir schreiben nur die Information, die wir hier brauchen. Zum Beispiel diese 2 Seiten Cheat Sheet, Sie können schreiben und mitbringen, das geht. Ja? Wir können diese Information dort eingeben, aber die alle Informationen, zum Beispiel Zeit von Klausur, Klausurordnung, anmelden, das ist am besten, sich über die Prüfungsordnung und die Webseite von unserer Fakultät genau schauen. Ja. Habt ihr über mengenassoziative und Direct Map Zuordnung bei den Klausurplätzen geredet? Okay, also ihr erinnert euch an die Vorlesung mengenassoziative Caches und Direct Map Caches, genauso funktioniert unsere Klausur. Es wird bei der Anmeldung oder irgendwann nach der Anmeldung Matrikelnummerbereiche geben, die euch auf Hörsäle zuordnen oder vielleicht sind es auch Nachnamensbereiche, müssen wir mal gucken. Also es wird für eine Gruppe von Menschen einen Hörsaal geben und das wird dann zum Beispiel mit Nachname A bis F oder so im Moodle als ein Hörsaal angegeben. Wenn ihr an dem Tag dann aber zu dem Hörsaal kommt, wird es im Hörsaal einen festen Platz für euch geben. Also es werden im Hörsaal Karten auslegen auf den Sitzplätzen, auf denen Matrikelnummern stehen und da müsst ihr euch genau an den Platz setzen, wo eure Nummern steht, weil dann bekommt ihr auch genau dahin ein Klausurexemplar gelegt, auf dem euer Name schon vorgedruckt ist, auf dem die Matrikelnummer steht und wo wir euch hinterher zuordnen können. Das heißt, auch bei unseren Klausuren, nur bei Rechnerstrukturen-Klausuren, braucht ihr nirgendwo euren Namen draufschreiben oder so, die Klausurexemplare sind personalisiert. Wichtig ist nur, dass ihr euch genau an den Sitzplatz setzt, wo auch eure Nummer liegt. Ja, stimmt. Ich habe ja jetzt hier ein Lavalier-Mikrofon. Hi, ich bin der Hauer. Ich bin nicht für die Inhalte der Folien verantwortlich, aber für die Software. Und genau auch zum Thema Klausur haben wir nochmal ein paar Quizfragen zum Thema, wie funktioniert die Organisation der Klausur und so weiter vorbereitet, um nämlich einmal ein paar Updates von unserem Quizzers zu machen. Ihr habt euch vielleicht am Anfang des Semesters daran erinnert, dass das Internet hier ein bisschen spotty war und wir nicht wirklich erkennen konnten, dass gerade das Internet nicht funktionierte. Das haben wir jetzt mal eingebaut. Ich hatte gehofft, dass mehr Leute da sind, um halt vielleicht nochmal das Netzwerk hier zu überlasten. Aber ansonsten, ihr müsst jetzt gleich erstmal am besten mit eurem Handy einmal den QR-Code wieder abscannen oder in eurem Laptop, beziehungsweise wenn ihr online zugeschaltet seid, einfach den Link abtippen, den wir euch zeigen. Und dann könnt ihr an unseren kurzen Quizzes teilnehmen. Wie gesagt, für diese komplette Sitzung solltet ihr eigentlich nur einmal den QR-Code einscannen müssen. Und sollte irgendwas mit der Verbindung nicht laufen, dann sollten wir jetzt mittlerweile informiert werden darüber und können dann auch später die Verbindung wieder aufbauen und einfach die Sitzung fortführen. Deswegen haben wir jetzt hier einmal den QR-Code für euch zum Einscannen. Und falls ihr halt an einem Laptop oder so sitzt, könnt ihr auch den Link eben abtippen. So, 5, 4, 3, 2, 1, weg. Okay. Jetzt. So, alles klar. So, dann haben wir mal die erste Frage für euch, nämlich wann findet die erste Klausur statt? A, B oder C? Ja, das sieht gut aus. 3, 2, 1, Stopp. Ganz viele haben B geantwortet. Gucken wir mal. Am 5. März. Nee, das ist zu spät. Die erste Klausur findet früher statt. 12. Februar. Das ist zu früh. Richtig ist B. 20. Februar. So, weiter geht's.
Jetzt müsstet ihr direkt in eurem Interface die nächste Antwortmöglichkeit haben. Sehr gut. Dann, was solltet ihr machen, wenn ihr unvermutenderweise natürlich die erste Klausur nicht besteht? Besucht ihr im Sommersemester einfach die Vorlesung nochmal? Versucht ihr die Klausur dieses Wintersemester nochmal oder versucht ihr die Klausur im Sommersemester nochmal? Ja. Das sieht auch gut aus. 3, 2, 1. Schon ein bisschen besser verteilt. Christian, magst du das jetzt mal erklären? Warum ist A falsch? Also eure Motivation in allen Ehren, diese Vorlesung nochmal im Sommer hören zu wollen, aber die gibt es im Sommer einfach nicht. Also Rechnerstrukturen, die Vorlesung ist immer nur im Winter. Es gibt eine Klausur nach dem Sommer, aber im Sommer wird es keine Vorlesung geben. Entsprechend die Klausur im Wintersemester erneut versuchen. Passiert also auch nicht? Kann man natürlich machen, aber wäre nicht so schlau, weil es gibt im Sommer schon eine, die man zuerst besser versuchen sollte. Also das wäre unnötig lange warten. Genau, das wäre nächstes Wintersemester. Nee, es geht um dieses Wintersemester. Dieses Wintersemester, ja. Die gibt es natürlich nicht. Es gibt nur eine Klausur im Februar und dann wieder erst irgendwann im Sommer. Genau. Irgendwann im Sommersemester nochmal versuchen wäre die beste Möglichkeit. So, nächste Frage. Wie kann man sich denn zur Klausur anmelden? Hier sind übrigens mehrere Antworten möglich. Die Antwortmöglichkeiten wurden mir diktiert. Braucht ihr noch Zeit zum Antworten oder trauen sich einfach diesmal viele nicht? Ja? So. Genug Zeit ist vergangen. Ganz viele sagen im Boss. Das klingt schon mal gut. Genau. Per Antrag an das Prüfungsamt. Frau Schiller, falls es im Boss aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ist das auch eine der besseren Möglichkeiten. Im LSF ist auf jeden Fall falsch. Das sieht auch so aus, als hätte das so gut wie niemand gesagt. Das ist schon mal gut. Nee, im LSF meldet ihr euch für Veranstaltungen an, aber nicht für Prüfungen. Per Webformular aus der Lehrstuhl-Webseite. Das gibt es nicht, soweit uns bewusst ist. Und bitte auch nicht per E-Mail an den Professor. Christian. Bitte fangt auch nicht an, wie wild E-Mails an das Prüfungsamt zu schreiben. Das sind sehr nette Menschen da und die freuen sich überhaupt nicht, wenn jetzt auf einmal 860 Leute anfangen, sich per E-Mail mit der Prüfung dort anzumelden. Der normale Weg für 98% aller Personen in diesem Kurs ist das BOSS-System und der sollte für 90% vielleicht auch funktionieren. Es gibt immer wieder Fälle, dass mit eurem Studierendenkonto irgendwas schiefgelaufen ist und die BOSS-Abbildung das nicht richtig kann und so. Dann gibt es Fehler im BOSS, die euch nicht anmelden können. Falls es zu einem so einem Fehler kommt, ihr sicher seid, dass ihr die Studienleistung habt, sprich bei euch im BOSS-System steht die Studienleistung als bestanden drin. Wenn sie da nicht steht, habt ihr ein anderes Problem. Wenn sie da als bestanden drin steht und ihr könnt euch zur Klausur nicht anmelden, dann könnt ihr gerne eine E-Mail an die Prüfungsverwaltung schreiben, denn dann ist das wirklich ein Fall, bei dem man manuell eingreifen muss. Aber falls irgendwie was anderes der Fall ist, eure Studienleistung nicht drin steht, wie gesagt, erst an den Tutor wenden und das klären. Und sonst der übliche Weg im BOSS auf Anmelden klicken. Überprüft, ob ihr angemeldet seid. Es stehen nicht selten Leute in der Klausur, die sagen, sie hätten sich angemeldet, aber es gar nicht sind. Und bitte, bitte, bitte keine E-Mails mit irgendwelchen Prüfungsanmeldenwünschen an mich oder Professor Chen, weil
da können wir auch nichts machen, außer euch an das Postsystem oder das Prüfungsamt zu verweisen. Ja, der einzige Weg, Sie an uns da zu schreiben, ist, dass wenn Sie A und C beide versuchen haben und kein Erfolg bekommen, dann können wir gucken, was wir machen können. Ja? Außer ihr seid Schülerstudierende, dann bitte direkt eine E-Mail an mich und nicht irgendwie erst ans Prüfungsamt oder so, weil da gibt es kein Prüfungsamt für, da gibt es keine Menschen, für die ihr anschreiben könnt. Schülerstudierende, bitte direkt an mich, oder wenn ihr aus einem ganz exotischen Studiengang seid, die ich gerade nicht aufgezählt habe, dann auch direkt eine E-Mail an mich. Genau, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber für den Großteil gilt dies. Nächste, kurze Spaßfrage, um das Ding aufzuheitern. Welche Filmreihen sind im Cinematic Universe besser? So, sehr gut. Jetzt läuft gerade die Abstimmung. Jetzt kann ich mal einfach mit diesem Button die Verbindung manuell killen. Jetzt seht ihr, es tut sich nichts mehr, aber ich kann immer noch trotzdem das Ding reconnecten und die Zusammenfassung ansehen. Die meisten sagen, Marvel ist besser. Finde ich auch. Ja, also das Cinematic Universe von DC hat echt so ein paar Probleme. So, sehr schön. Gut, dann zurück zur Klausur. Bearbeitungszeit. Was denkt ihr so? Wie viel Zeit habt ihr für die Bearbeitung dieser Klausur? Egal, was da gleich als Antwort rauskommt. Bearbeitungszeit ist die Zeit, die ihr im Hörsaal sitzt und das Klausurexemplar vor euch habt. Es gibt noch genug Zeit drumherum, um anzukommen, in den Hörsaal reinzugehen, eine Klausurbelehrung zu erhalten und so weiter und so fort. Also zum einen, egal was da gleich rauskommt, seid rechtzeitig vor Klausurbeginn da, um das alles zu erledigen, und plant euch auch keinen Termin an Klausurbeginn plus Bearbeitungszeit hinten dran, weil es verschiebt sich nach hinten immer ein paar Minuten durch Einsammeln und so weiter und so fort. Egal was da rauskommt, in der Realität dauert es länger. Die Zeit, die da steht, ist die reine Zeit, die ihr vor eurem Blatt sitzt und das Blatt bearbeiten könnt. Also, es gibt jetzt wieder eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass Deutschbank weiter Streik machen, aber wenn es etwas dort passiert, es ist an jeder Seite. So, die Klausurzeit ist bestimmt, so, Sie können besser planen, so früh genug in dieser Klausur dazu nehmen. Und wenn es zum Beispiel Sturm oder etwas an dieser Zeit gibt, wenn wir diese Klausur hier in Dortmund stattfinden können, dann ist diese Klausur gültig und Sie können einen Tag vorher abmelden. Oder wenn Sie etwas an diesem Tag treffen, müssen Sie zuerst Prüfungsamt kontaktieren und anmelden. Und wenn es noch nicht gut, wenn Sie nicht rechtzeitig hier an dieser Klausur teilnehmen können, am Ende können Sie auch versuchen, ob etwas mit Prüfungsausschuss da anzutragen. Ja? Aber Sie sollten planen, dass die Klausur rechtzeitig hier ankommt. So. Sehr gut. Ja, also die häufigsten Balken liegen bei B und bei D. Wer aufpasst, das ist beides dasselbe. Sehr gut. 180 Minuten ist, glaube ich, in der Prüfungsordnung die Maximalzeit, die eine schriftliche Prüfung dauern darf. C ist zu kurz, eine Stunde ist auch viel zu kurz. Und das ist auch eine Gelegenheit, über eine weitere Ausnahme zu reden. Es gibt einige Menschen, die an dieser Universität studieren, die aufgrund eines medizinischen Leidens einen sogenannten Nachteilsausgleich bekommen. Und der kann zum Beispiel eine Verlängerung der Klausurzeit um einen bestimmten Zeitbetrag umfassen. Falls ihr so etwas habt, dann mailt uns diesen
Nachteilsausgleich bitte sofort nach der Anmeldung zur Klausur zu, damit wir entsprechend einplanen können und da auch alles mit der Durchführung glatt geht. Jo. Dann Hilfsmittel. Bei uns gibt es eine klare Definition, was als Hilfsmittel zugelassen ist. Was glaubt ihr denn so, was ihr mitbringen dürft in eine Klausur? So, 3, 2, 1, Stopp. Ein paar Leute sagen Taschenrechner, ein paar Leute sagen Schmierzettel. Aber ja, ein doppelseitig und handschriftlich beschriebener DIN A4-Zettel, das ist das einzig zugelassene Hilfsmittel aus dieser Liste. Einen Taschenrechner dürft ihr mich nicht nehmen. Also nein, das ist etwas, was ich auch immer den Leuten in der O-Phase immer erkläre. Den Taschenrechner, den ihr euch teuer für euren Mathe-LK oder so angeschafft habt, den könnt ihr wegwerfen. An der Universität gibt es kaum eine Klausur, kaum eine Klausur. Auch nicht nur für Klausur. Aber den ihr nutzen dürft. Schmierzettel passiert auch gerne mal, dass wir da Leute erstmal gewaltig ermahnen müssen während der Klausur, weil die auf einmal mehrere Zettel vor sich liegen haben. Ihr dürft keine eigenen Zettel mit in eine Klausur bringen, auch nicht zum Schmieren. Das Einzige, was ihr mitbringen dürft, ist dieser doppelseitig handschriftlich beschriebene DIN A4-Zettel und auf dem dürft ihr auch selbst nicht rumkrakeln. Ja? Benutzt ausschließlich die Zettel, die euch zur Klausur ausgeteilt werden. Falls sich jetzt jemand Sorgen macht, dass ihr nicht genug Platz in der Klausur habt, um Dinge aufzuschreiben, kann ich euch ja mal erzählen, was an dem 20. Februar vor euch liegt, nämlich 60 Blatt Papier. Das hat nichts damit zu tun, dass wir euch unglaublich viele Aufgaben geben, sondern dass jede Aufgabe, sei es nur, rechnen Sie diese Zahl in binär um, auf einer eigenen Seite steht, eine eigene freie Rückseite hat und wenn sie jetzt etwas längere Berechnungen erfordert, vielleicht auch noch eine zweite Seite dahinter mit Vorder- und Rückseite komplett weiß und frei hat. Das heißt, ihr habt mehr als genug Platz, die Klausuraufgaben auf dem Blatt zu lösen. Ihr braucht kein zusätzliches Papier, keine Schmierzettel. Und wenn das doch mal schief geht, haben wir immer noch Ersatzpapier dabei. Ihr braucht also nichts mitbringen. Ja, bitte. Wie sieht es bei 60 Blatt Papier mit Schreibplatz aus? Die sind getackert. Die blättert ihr durch. Ja, Weil es ist pro Aufgabe ein Blatt. Du liest die Aufgabe, bearbeitest die darunter, blätterst zur nächsten Aufgabe. Ganz unkompliziert. Normalerweise wird auch am Anfang der Klausur dir mitgeteilt, dass du bitte die Heftnadeln nicht lösen sollst. Wenn wir irgendwo ein loses Blatt rumfliegen sehen, ist das ein Täuschungsversuch und da die Klausuren personalisiert sind, wissen wir auch genau, von wem das ist. You should not try to disassemble that. Aber links und rechts von dir ist jeweils mindestens ein Platz frei. Also du hast Möglichkeiten, dich auszubreiten. So every page has your name and your matrical number. It's unique for you. Okay. Yes. Das gespielte Blatt, also dieses doppelseitige handschriftliche Blatt, müssen wir da irgendwelche Ränder haben oder brauche ich jetzt sogar? Aber ihr dürft keine farbige Brille oder so mitnehmen. Deswegen versucht nicht auf den Zettel irgendwie in unterschiedlichen Farben anschließend mit Farbfiltern oder so Blödsinn drauf zu schreiben. Ja. Also es gibt gar keine Anforderungen an diesen Zettel, außer dass er doppelseitig A4 und handschriftlich ist. Was ihr da drauf malt, wie groß ihr es da drauf malt, ob ihr da in buntesten Farben drauf malt und nicht irgendwie zusätzliche Gegenstände zum Lesen braucht, ist vollkommen egal. Ob ihr Ränder einhaltet oder nicht, ist vollkommen egal. Wichtig ist, auch dieser Zettel bleibt an eurem Platz. Sehen wir irgendwo im Hörsaal einen lose rumfliegenden oder zum Nachbar wandernden Zettel, ist das ein Täuschungsversuch. Ansonsten gibt es da gar keine Bedingungen dran. Genau. Weil das in den ersten Klausuren, die die Leute schreiben, auch gerne mal passiert. Ihr dürft auch übrigens nichts Tippexen oder sonst irgendwie korrigieren. Also bitte benutzt keinen Füller mit irgendwie wegradierbarer Tinte oder so. Streicht Shit durch. Wenn ihr irgendwas nicht gewertet haben wollt, streicht es durch. Das andere auch noch, beliebige Stifte. Wenn ihr etwas gewertet haben wollt auf der Klausur, dann schreibt das mit einem dokumentenechten Stift. Das ist in 99% aller Fälle ein Kugelschreiber. Es gibt Menschen, die wollen mit Feinliner schreiben, das saut aber nur rum. Kann ich euch aus Erfahrung sagen. Deswegen benutzt einfach einen Kuli. Ein Bleistift wird nicht gewertet.
Ja, alles, was ihr in Bleistift schreibt, selbst wenn es zufälligerweise die richtige Antwort in der Nebenrechnung oder so ist, das wird ignoriert in der Bewertung. Schreibt nichts mit Bleistift, benutzt nur dokumentenechte Stifte. Wupp. Und wer sich jetzt Hoffnung macht, einen ganz schlauen Weg gefunden zu haben, einen Stift, den man nachträglich entfernen kann, den wir vielleicht nicht kennen oder so, ist das auch egal, weil bei uns werden alle Klausuren am Ende eingescannt und digital korrigiert. Also macht euch keine Hoffnung, irgendwie einen fancy entfernbaren Stift zu finden. Wie genau kennzeichnet man eigentlich irgendwelche Stehzettel? Weil wir kriegen ja so ein, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein getackertes Heftchen, wo wir dann einfach reinschreiben. Genau. Wie ist es dann mit Spielzetteln irgendwie? Die sind dann wirklich nicht. Du benutzt einen von den 60 Seiten, die du hast zum Rumschmieren. Also wie du normalerweise vorgehst, ist, dass du ja anfängst zu rechnen, dann hast du vielleicht Nebenrechnungen und so weiter und so fort. Und irgendwann kommst du am Ende unten halt, da wo du aufhörst zu schreiben, zu deinem Ergebnis. Wenn du nett bist, unterstreichst es dann noch irgendwie oder schreibst es halt dahin und dann bist du fertig. So, noch Fragen dazu? So, it's very easy, okay? You will get a specific seat for your exam. And when you enter that, there should be a 16-page exam sitting 16 there. oder 60? 60. 16, not 16. Did I say? How much did I say? Okay. You should get the exam on the desk. What you need to check is whether that is your exam. It has your name and your matricle number. And then you have to check whether you have all the pages. You will have time, in addition to the exam time that you have, to check that. Okay, you don't have to write your name. You just have to check whether everything is there. And if you miss some of them, you would have to report to the guys who monitor the exam. And then you start to work on that. At the end, we would take the exam back to our site, and then it's done. And in the meantime, what you need to do is to write the exam. You do not need to disassemble the exam. You should not disassemble the exam. You should not do anything else except writing the exam. You can bring the food and drinks as long as you do not disturb the others. Then it's fine. You can go to the toilet, and we will have a protocol how you go to the toilet. You will be announced on the day. Don't worry. It's a protocol we have used many years. And it even works during COVID time. So, yes. Sind Linien erlaubt? Rule is. Yeah. When you don't write anything on top of that. I mean, the question is, why do you need them? Ihr könnt natürlich auch mehrfarbige Stifte und Fineliner und sowas alles mitnehmen. Bitte kein Rot, weil in Rot korrigieren wir, da kommt man nur durcheinander und also im Zweifel wird dann irgendwas von euch nicht gewertet, weil wir es für eine Korrektur halten. Das wäre nicht gut, aber Stifte, Fineliner, Geodreieck, Lineal, also ihr braucht es nicht. Wir akzeptieren auch ein KV-Diagramm, was ein bisschen krumm ist, das ist gar kein Problem. Aber könnt ihr gerne mitnehmen. Ja. Grün vielleicht auch nicht, weil in Grün werden gerne Nachkorrekturen gemacht. Also Schwarz und Blau, das sind eure Farben, alle anderen Farben gehören uns. Ja, begrenzt. Also manchmal hilft es irgendwie, Dinge farblich zu markieren. Ja, ihr sucht Primimplikanten in einem KV-Diagramm raus, dann so ein paar Farben schon okay, aber Rot auf keinen Fall, wenn es geht, nicht Rot und Grün. Und dann könnt ihr gerne ein bisschen Farbe an solchen Stellen benutzen, um das zu markieren. Aber begrenzt euch in der Farbe wirklich auf solche Markierungen. Immer wenn ihr irgendwie Text als Antwort schreibt, schreibt es bitte schwarz oder blau. Genau, also und die meisten Textmarker sind ja auch gelb oder pink. Ja? Ja. Hier wird gerade noch mal kurz darauf hingewiesen, dass insbesondere bei KV-Diagrammen keine Farben benutzt werden sollen. So, wir wollen fertig werden. Kurze Quizfrage nochmal zwischendurch, die überspringe ich jetzt einfach mal. By the way, die Cartoon-Serien von DC finde ich besser als die, aber egal. So, dann kurz noch eine Sache, nämlich das wollte Christian selbst gerne nochmal wissen, nämlich die Folien selbst. Die haben wir dieses Semester mit Decker gemacht, das sind hier diese interaktiven Webfolien.
Wie fandet ihr die? Einfach einmal ganz grob, das ist, wir wollen euch dazu nicht ausquetschen, die Sache hättet ihr auch in den Lehre-Evaluationsbögen sowieso packen können, aber Christian wollte jetzt einfach nochmal ad hoc einmal kurz wissen. Diese Frage bezieht sich natürlich auch nicht jetzt darauf, ob ihr die Folien schön findet oder sowas, sondern nicht die Inhalte. Auf das Gesamtkonzept, ob ihr es sinnvoll findet mit diesen Umfragen, dass ihr das Handout haben könnt, dass ihr online die aktuellen Folien haben könnt. Dieses gesamte Drumherum soll die Frage einfach beantworten. Da steht übrigens minus. Ja, ich weiß, das wird negativ angezeigt, wenn es keine richtige Antwort gibt. Wenn ich nirgendwo ein X gesetzt habe, um eine Antwort als richtig zu markieren, dann wird der... I don't know. It happens. So. 3, 2, 1. Boop. Ah, das ist sehr schön. Das freut mich. Für Feedback, wenn ihr euch irgendwas nicht gefällt oder sonst irgendwas so auszusetzen habt, schreibt mir gerne in meine Mail. Ne? Wir entwickeln an dem Ding aktiv weiter. Sebastian.hauer@udo.edu. Ja, ansonsten wäre es das von mir. 1 Minute zu lang, egal, passt. Viel Erfolg auf jeden Fall bei der Klausur und vielen Dank, dass ihr einmal bei unserem Test mitgemacht habt.